24 Angler. There we go! 13 Angeltage. Never surrender. 4 Gruppen. 3 Zielfische. Yes! Eine Finalrunde an einem unbekannten Ort. Yes! Und ein Pokal. Der YPC Bank 2022 wird präsentiert von Hearty Wise. Feel the difference. Scotty Just Grill Anywhere. Und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 16. Folge des YPC Bank 2022, zur letzten Folge der Gruppe D und damit zur letzten Folge der diesjährigen Gruppenphase. LMAB-Produktentwickler Enrico Di Ventura hat bereits 500 Punkte auf dem Konto und kann im Grunde nur noch durch ein Angelwunder von der Zwischenrunde abgehalten werden. Fox Rage Pro Staffer Patrick Marable liegt momentan auf Platz 2, doch seine Fullcard ist durchaus noch schlagbar, genauso wie die volle Karte von Paolo Baraggioli von Mollix auf dem 3. Rang. Erster Verfolger des Führungstrios ist ZEC-Vertreter Markus Eule, der momentan nur einen maßigen Barsch für die nächste Runde bräuchte. Für Ewart Ostam von CWC sind noch 3 Fische nötig, darunter sollte ein Barsch sein. Ganki-Teamangler Malte Gatz, der bisher 2 Hechte auf dem Board hat, ist soeben an seinem zweiten Spot des Tages angelangt. Ja, wir sind jetzt angekommen hier an einer neuen Stelle. Nach langer Autofahrt. Wir sind jetzt an einem anderen Gewässer, an einem größeren Fluss und ja, wollen jetzt hier so ein paar verschiedene Stellen abfischen und gucken, ob wir noch irgendwie die Fische zusammengesammelt kriegen. Es wird jetzt wirklich schwer, die Zeit rennt und ja, mal schauen, was noch geht und ob überhaupt was geht. Ich habe jetzt 2 Routen dabei, einmal die Jigge, die ihr schon kennt, und habe jetzt eine kleine Casting dabei mit der Shoot & Cut 100 Baitcast-Rolle. Da drauf ein Monophil und die nutze ich, um so Chatterbaits zu fischen, wie zum Beispiel unseren Tiny Boomer. Den habe ich jetzt hier bestückt mit einem John Wade noch und einer kleinen Hurra Craw. Und ja, damit kann man hier wirklich viel Fläche absuchen und Strecke absuchen. Und mal schauen, vielleicht zeigt sich irgendwo ein Barsch oder ein Zander, vielleicht ein Hecht. Ja, mal gucken, was beißt. Also dass hier noch nicht mal ein Barsch reintockt. Das ist crazy. Was ist mit diesem Fluss los? Doch schon bessere Zeiten erlebt. Ich habe früher in der Nähe hier gearbeitet. Da ist das immer so ein Gewässer gewesen, wo ich nach der Arbeit noch im Sommer hingegangen bin, um ein paar Hechte, ein paar Barsche zu fangen. Kein Riesen, immer so Hechte zwischen 50 und sagen wir mal 70 cm, die Barsche so 20er bis Mitte 30. Immer so pro Runde 3, 4, 5, 6 Fische in 2 Stunden, kein Thema. Hat immer funktioniert. Ja, und irgendwie sind diese schönen Zeiten anscheinend vorbei. So Jungs, ich habe alles gezeigt, ich habe alles gegeben, was ich kann. Jetzt fange ich wieder von vorne an. Ne? Das ist genau die Brücke, wo wir heute Morgen waren. Mit den vielen Fehlbissen. Jetzt versuche ich es mal mit einem kleineren Köder. Vielleicht hat sich die Situation ein bisschen beruhigt. Die Fische sind ja da. Wir müssen sie bloß fangen, gell? Wieder so ein spitzer Biss, ey. Verdammt nochmal. Oh. Sind da, aber so richtig Bock haben sie nicht. Aber auf diesem Buhnenkopf hier, wo ich jetzt gerade stehe, ist wenigstens Strömung. Ja, das ist ein Buhnenkopf, der voll im Strom steht. Auch wenn nicht viel Strömung ist, ist das bei den anderen Köpfen nicht so. Und dann ist dementsprechend ja auch viel, viel weniger Druck auf dem Buhnenkopf selber. Und hier hat man wenigstens eine Stromkante. Man sieht das hier, die Wasserverwirbelung. Ja, und man sieht auch, wie das Wasser hier so schön rausgedrückt wird aus dem Innenkessel der Buhne. Und deswegen war ich schon ziemlich zuversichtlich, dass ich hier irgendwie einen Kontakt bekomme. Aber die beißen einfach nicht gut. Das merkt man einfach, dass die keinen richtigen Bock haben. Naja, solange ich Kontakte habe, ab und zu mal so 1 in 2 Stunden, darf man die Hoffnung nicht aufgeben, doch noch einen Zander irgendwo zu fangen. Vielleicht beim 3. Mal bleibt er vielleicht hängen. Und dann ist er hoffentlich größer als 60
Gut, fängt man jetzt auch nicht jeden Tag einen 60er Zander, ne? Erst recht in den letzten Tagen hat man gesehen, dass die Größen wirklich sehr bescheiden waren. Ne? Fisch. Big sender. Oh! Came off. Okay, that was a huge sender. It was close to 70. Oh! I walked the shoreline. It's not my favorite way of fishing, but it can be very effective. I just lost a big sender. I was walking close to the poles and then first I thought I was stuck, but yeah, I was aiming for perch, but you can see Zander will take it as well. So if you have high banks like this, just walk up and down and maybe you can be surprised. Let's change the bait. This one is done, it's finished, it's over. And I put it, another small bait. This is the RT Fork Flex in the new size 3. The coolest thing of this is the perfect imitation of a small bait fish that we can find around here, and it's also floating. So you can use this kind of net read action on a normal jig head. Let's see what happens. Touch the ground with a little bit. Oh, they love it. They are there on the shadow. If you are lucky to reach the good part, you feel them. You have to be lucky also to catch the big one, because there's a lot of small fish. I feel them every cast. A lot of small ones, really small, but in the middle of them, something better is in. Come back when you are 40. Bye. Fehlbiss bei Enrico, Aussteiger bei Ewert, kein Mindestmaß bei Paolo. Die Fische beißen, doch wer holt sich die nächsten Punkte? Kamera. Ist der nächste Pfeiler auch noch mehr, ja? Lauf schön mit, mein Freund. Geiler Tipp, so ist drauf. Ja. Opa. So, jetzt bin ich fertig, Humpe.
Ja, Hecht kann er halt, aber gell? Fuck off! Petri, ich bin nicht undankbar, aber wir brauchen den Stachler. Stachelritter! Wo seid's? Geiles Teil, eh? Spitze steht. Was haben wir da? 80,6 würde ich sagen. Oh, da guck mal. Oh, da holen wir noch 2 mm raus. 3. 81. 5, guck mal da oben. 82 cm. 82 cm volle Hechtgewalt. Juhu, Baby! Geiles Teil, Alter. Hecht kann ich halt, ne? So, die Zeit, Jungs, müssen wir uns immer nehmen. Wir haben ja gesehen, auch gekämpft, Alter. Ein saugute Kämpfer, das Teil, gell? Aber da ist er schon wieder topfit. So. Wegen denen sind wir nicht da. Auch wenn es jeder von euch schon weiß, der Dude, mein Lieblingsköder. Moor-Kiwi, geilste Farbe ever, egal wie groß, 4 in 5 Inch. Das ist einfach eine Fangmaschine, Alter. Mit dem fange sogar ich. Nach einem spektakulären Drill holt sich Markus die ersten Zähler des Nachmittags und auch wenn ihn ein Barsch weitergebracht hätte, verbessert ihn dieser Hecht um satte 24 Punkte. Patrick ist derweil an sein Erfolgsgewässer zurückgekehrt. Ja, Leute, mein Abstecher zum Fluss war nicht von Erfolg gekrönt. Also bin ich wieder einen Kanal gefahren und ja, ein bisschen Schatten haben wir hier. Das Wetter ist schön. Heute Vormittag haben die Barsche gebissen. Ja, hoffen wir, dass es jetzt so weitergeht mit Barschen und vielleicht auch Zandern. In dem Sinne, ja, let's fish. Ein paar Würfe zu machen an solchen Stellen, an Fähren, an Buhnen wie hier mit schönen Krautfeldern, das macht immer Sinn. Da bin ich gerade bei, aber ja, das wird jetzt so ein bisschen Hit and Run. Immer wieder raus aus dem Auto, rein ins Auto und wir machen jetzt ein bisschen Strecke. Es geht auch gleich weiter. Hier an der ersten Fähre und am ersten Krautfeld gab es keinen Kontakt, aber wenn hier irgendwo sich Barsche verstecken, dann finden die bestimmt Gefallen an dem Boomer und ja, damit suche ich jetzt weiter und hoffe, dass es noch irgendwann klappt. Was ein Käse heute. Planänderung, Alter. Ich habe irgendwie die ganze Zeit so kleine Zopper. Und ich glaube nicht, dass das Zander sind. Wenn das der heimtückische Barsch ist und ich fange jetzt da einen Barsch, Alter, dann drehe ich durch. Full Card, Junge. Dann Kinder erleben. Ich bin nämlich ein verdammt guter Gewinner, Alter. Genau solch gute Verlierer wie ich bin ich auch ein guter Gewinner. Dann führen wir auf der schweren Route. Dropshot. Dropshot. Ah, wo ist er? Ah, scheiße. Lemon Kiwi ist auch geil. So, wie rum? So rum, so rum. Okay. Oh, Junge! Mongo, Junge! Ich sehe, wie viel das waren, Alter! Basche, Alter! Ja. Jetzt wird's gerade stressig, Alter. Junge, wenn ich einen Barsch fange, Alter, dann drehe ich komplett durch. 22,5 cm, dass ich mit dir nicht rumstreite, muss aber maßig ist, Alter. Ich hebe nach raus. Ist mir scheißegal. Raucherpause nenne ich das und keine Strafe. Boah, Gott, ja, komm her. Gut. So. Sauber im Mund gehakt. Das war der 80 cm. Du musst der nächste bloß noch 15 haben, oder jetzt? Barschkana. So, jetzt brauchen wir bloß noch marschige Ball. Was man nicht sagen. Probieren wir von da. Ich feier euch, Alter. Ich feier das. So, wenn wir mal am Barsch drauf sind, stehen die Chancen gut auf meiner kriegen, mein Freund.
Boah, gerade so gepackt, Alter. Das hat doch alles keinen Sinn. Got it. Another one. 26, right? Okay. Sorry for the didn't tell nothing, but I was really concentrated to do some really good cast under these docks, and it worked. It's not big, but at least it's another perch that I can pull in the competition. So let's release it and kiss, and then let's hope to something bigger. Okay? But good action here. Bye bye. Paolo bringt dieser 26er Barsch nichts. Seinen Kontrahenten Evert, Malte und vor allem Markus würde ein solcher Fisch momentan extrem helfen. Da ist er. Zander auf jeden Fall. Auf jeden Fall Zander. Schöner. Ein schöner. Ein schöner. Ja. Ich sag's euch, Leute. Galaxy bei dem Wetter das absolute Top-Teil. Ach, wir müssen schnell machen. Aber wobei, der ist doch ziemlich fit. Und jetzt endlich. Ich sag ja, beim dritten Kontakt. Oh, das ist auch ein echt toller Fisch. Das ist kein kleiner Fisch, Leute. So, vorne sind wir dran. 62,5. 63. Ganz toller Fisch. Ganz toller Fisch. So. Der geht jetzt natürlich schnellstmöglich zurück. 63, also 62,5. Ein ganz toller Fisch. Let it rain! Enrico setzt noch einen drauf. Nach 2 Fehlbissen geht ihm ein 63er Zander in den Kescher, der einen 67er Hecht vom Vortag ersetzt und die Karte nochmal um fast 15 Punkte verbessert. Starke Leistung. Ja, bevor ich den Fish reporte, noch mal ganz kurz was zum Köder. Ich habe eben abgerissen, habe aber zum Glück noch den einen oder anderen Galaxy mit dabei. Jetzt dieses Mal mit einem 10 Gramm Tungstenkopf. Der ist dann noch mal um einiges kleiner als der Bleikopf. Das heißt, eine leicht zügigere Absinkphase. Ich kann es euch nur bestätigen, diese Farbe ist unfassbar. Gerade in solchen Situationen, wie es heute der Fall ist, bringt sie immer wieder ganz tolle Fische zum Vorschein. Galaxy, absolute Waffe, wirklich. Also verlasse ich das Haus nicht ohne einen Galaxy, wenn ich zum Zanderangeln gehe. Ja Leute, was soll ich sagen? Es will nicht so richtig laufen. Ja, wie schon vorhin gesagt, geht es halt jetzt von Fähre zu Fähre, von Platz zu Platz. Irgendwie immer in der Hoffnung, dass jetzt irgendwo so ein Trupp Fische auf mich wartet. Aber ja, das war nicht mein Plan, das war eigentlich nicht meine Taktik, heute so angeln zu müssen und heute so angeln zu gehen. Aber ja, ich hätte noch einen Barschplatz gehabt, aber nur für sehr kleine Fische. Das wäre dann nur gewesen, um die Karte voll zu machen. Aber da haben die Zander heute einen Strich durch die Rechnung gemacht und in diesem Sinne muss ich jetzt einfach schauen, irgendwas noch ins Board zu kriegen, alleine fürs Gefühl, einen Fisch noch zu fangen. Das wäre schon ziemlich geil. Liebe Angelfreunde, von 25. bis 27. November findet Deutschlands größte Angelmesse, die Angelwelt in Berlin, statt. Am Stand von hechtundbarsch.de könnt ihr etliche YPC-Angler treffen. Dietmar Isaias, Luis Mendes und Christian Wienecke. Patrick Marable, Lukas Ripplinger und Toni Weiser. Ton van Ham und Sami Muib aus Belgien.
Clemens Frank und Johannes Höfner aus Österreich. Daniel Andriani und Enrico Di Ventura. Sowie Frédéric Julien aus Frankreich und Paolo Baragioli aus Italien. Und auch auf den anderen Ständen findet ihr viele Angler vom YouTube Predator Cup. Dustin Schöne, Felix Wegesser bei Nace. Johannes Dietl und Markus Eule bei Zeck. Tobias Eckwer bei Stroff. Henrik Haag, Veit Wilde, Freddy Harbord oder Ken Jobe. Und viele weitere Angler und Anglerinnen freuen sich auf euren Besuch. Und am Sonntag um 14 Uhr gucken wir gemeinsam die erste Folge des YPC Bank Finales und lassen die Bombe platzen, wo das Finale stattfindet. Let me the time to get out the boat of the water, take a plane to Berlin and I see you at the fair. Scotty, der erste steckbare Gasgrill der Welt. Also ich habe jetzt viel Bisse gehabt. 2 sanfte Zupfer. Wahrscheinlich nichts Großes, aber man weiß es halt nie. Und im Endeffekt kann jeder Fisch entscheidend sein. Und weil es zweimal schief ging, gehe ich jetzt auf das Net-Rig, weil das kann ich langsamer anbieten noch und nur über Grund zuppeln. Und ich hoffe, dass da was Maßiges einsteigt, was mir Punkte bringt. Aber schon mal ein gutes Zeichen, dass ich mal einen Biss bekommen habe. Also 2 sogar. Köderwechsel bei Patrick, um die Bisse besser zu verwerten. Und auch bei Markus sind die Barsche weiterhin aktiv. Biss, hopp, 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 hopp. Das sind alles. Wenn die so eng zusammenstehen, habe ich eben vorher gedacht, das sind Gräser, ohne Scheiß. Da waren es 3, 4 kleine. Fuck! Das macht Spaß. Das ist ein Urlaub. Geil. Ja! Ich weiß es nicht, aber ich tue ein Messer auf jeden Fall, Alter. Nee. Ich kenne mich schon nichts aus, aber ich glaube, er hat 18. 18 oder was. Nee, der haut sie nicht. Haut er sie nicht? Ich weiß es nicht. Warte mal, mach's Messer nass. Ich muss ein Messer, Alter. Jungs, ich habe keine Ahnung. Heimtückischer Barsch, wenn du bist, Alter, feier richtig. Und da bist mein neuer Held. Ich zieh dich ab und diebel dich an die Wand, mein Freund. Nee, das langt nicht. Nee. Leck das Ding gerade, hier geht's um Millimeter, Alter. 20. Oh Gott. Wachs noch ein bisschen, mein Freund. Geiler Fisch. So. Normalerweise, gell, darf man die nicht zurücksetzen, Alter. Rudeltiere und so. Was ein Spektakel, Alter, wenn der Eule die Fullcard macht, Junge. Pass auf, wir sind hart am Barsch, Junge, jetzt. Da hat wieder 20 gehabt nur. Deswegen habe ich nicht angeschlagen. Geht zu viel Zeit verloren, Alter. Pass auf. I want to do a couple of casts on the other side of the bridge, under the other parts. Even if I know it is not that, I don't know if I can't or not, but I won't try. And 3 or 4 casts with spinnerbait to see if there's some action. And then we move in another bridge there by foot. And then we take the car and move like a few kilometers, like 2, and another bridge similar to this one. And then we have another one. So I will like to turn around here. I have a lot of spots, but not so much time to do that. So I prefer stay here around the spots. It seems that are good. I think we are good. We caught 3 perch at what I expect. Now I have to improve a little bit, maybe with some fish
around 30, 35, 40 can be the best, and this is the game. At least I have a fucking full card. All small fish, but I have. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass das hier mein letzter Wurf an dieser Stelle sein wird. Zumindest für heute. Wer weiß, ob ich noch mal wiederkommen muss. Ich probiere einfach ein bisschen Topwater zu angeln. Vielleicht habe ich ja Glück und ich kriege den einen oder anderen Fisch. Zumindest dazu, dass er sich mal auf den Topwater-Köder stürzt. Gestern hatte ich 1, 2 Attacken. Im Training habe ich auch einen gefangen, aber es war sehr, sehr schwierig. Ich habe mich auch gar nicht darauf konzentriert. Jetzt bin ich, glaube ich, in einer relativ komfortablen Lage mit 519,4, wenn ich es richtig ausgerechnet habe. Und warum nicht probieren? Also mir jetzt hier die Fische wegzuangeln, die ich eventuell noch bräuchte, wäre auch doof. Von daher gehen wir ein bisschen Topwatern. Hop oder Top? Top oder Flop oder wie sagt man? So, es war noch nass, aber wenn man schon die Flasche hat, sicher ist sicher. Wenn es auch richtig nass ist. Einmal die Hände und ab zum Fisch. Ja, ich glaube, der hat über 31. 33. Ziemlich ausgefranster Fisch, der hat schon einiges hinter sich. Aber was er jetzt auch hinter sich hat, ist das Zurücksetzen. Und tschüss. Ja, Verbesserung. 2 cm mehr, 4 Punkte mehr. So, war auf dem Rückweg zum Auto. Habe mich entschlossen, das Stück hier sein zu lassen und wieder woanders hinzufahren. Und auf dem Rückweg natürlich wollte ich einen Bonusfisch fangen und schleppen. Und es hat geklappt. Ein 33er Barsch bedeutet eine Verbesserung. Der 31er vom Vortag ist raus, also 4 Punkte mehr. Wenn ich mich nicht ganz irre, 450 plus könnte sein. Ich habe das jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber sieht doch schon mal gut aus. Hoffe ich. Ich weiß ja nicht, was die anderen haben. Patrick kann sein Scoreboard noch mal leicht verbessern. Markus' Kampf gegen den heimtückischen Barsch ist derweil weiter im vollen Gange. Junge, da wird doch ein Barsch dabei sein. Ein Barsch wird doch da sein, oder? Junge, ist das große Wahnsinn, oder was, wenn man sagt 22,5? Nee, oder? Ich habe mir überlegt, was die Profis fangen. Ich will doch gar nicht viel. So, zack. Boah, komm ich her, ja. Nee, oder? Fuck. Junge. Das war eine gute Idee. So. War nur ein Witz. So. Ich hätte mich auch draufstellen gekriegt, da hätte er 22,5 gehabt. Da hätte ich mal geguckt, Alter. Oh, müssen wir wiegen? Nein, oder? Aber dieser Danny, Alter, ist ein Killer, merken wir das? Hä? Mit Danny fängst du. Oh. Ich glaube, das ist ein 21er Barsch, Freunde. Ich muss ihn zurücksetzen. Also am Smasherboard vorbei. 20. Drecksau. So, weiter. Jetzt geht's voller Baller. Jetzt komme ich mal vor wie der Patrick Marable, Junge. Wenn ich am Kanal entlang sprinte. Der Unterschied zwischen Patrick und mir ist, der hat auch die Figur von einem Läufer. Ich eher von einem Schachspieler. This is also a good place for perch.
So we're gonna do the trolling again. It's really not my style of fishing. But since this is competition, I at least have to give it a try. Well, at least we have a fish. It's a small pike, but happy with it. It's almost 62. 62 approved. Yeah. Small pike, 62. Happy with it. Bye bye. 62. So it means that we have 4 fish now. Das ungeliebte Schleppen bringt Ewart einen kleineren Hecht. Ein nächster Schritt, das Viertelfinale doch noch zu erreichen. Enrico arbeitet unterdessen an seiner persönlichen Sahnehaube, den noch fehlenden Topwater-Punkten. Ich habe mir einfach irgendwo einen Polder rausgesucht, der was bringen könnte. Der sieht auch wirklich gar nicht so schlecht aus, der Polder. Schön klares Wasser, viel Kraut drin. Habe jetzt hier einfach mal einen Oberflächenfrosch montiert, auch an der 21 Gramm Route, um ihn vernünftig werfen zu können. Der Polder sieht super aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier ein paar Pikes drin sind. Einfach auf der Karte rausgesucht, alles was dunkelblau war. Mir gedacht, kann man ruhig mal anfahren, ein paar Würfe machen. Hier eine Strecke bis da hinten kommt so eine Kurve an so einem Maisfeld. Ich glaube, es ist Mais. Ah ne, es sind irgendwelche Obstbäume. Probieren. Let's move, guys. There's another bridge nearby here. Let's try then. Yesterday I had a good perch even there, so maybe they are still there. Jetzt ist es ins 20er. Ja. Ja. Nee, wieder nicht. Scheiße. Scheiße. Hat er 22? Hat er? Der hat 21 wieder, was ich sehe, Alter. 19,7, Alter. Das sind alles Brüder und Schwestern. Da muss bloß ein Stärkerer dabei sein. So, von dem haben sie jetzt mit Sicherheit die Schnauze voll, Alter. Danny hat rasiert. Der funkelt und glänzt da rum, gell? Schon geil, der Danny. Auf jeden Fall ist das ein geiler Köder. Aber wenn das eilig ist, Jungs. Twitchen, komplett verrückt machen, aber stehen lassen. Ganz wichtig. Und der Moment, wo er stehen bleibt, bumm, schlagt er auf die Eide Barsch. Heimtückischer Barsch. Ich kenne alle Tricks. In der Theorie bin ich topfit. Ich schwör's euch. Geil gemacht, ein Titel, Alter, in Spanien. Der hat einen Barsch noch am anderen gefangen und ich einen Zander noch am anderen. Twitch the Hitch. Oh, da blinken aber schon schönere Barschach zwischendrin, gell? Sehen ihr das? Jetzt hat Clear Flash. Boom! Fuck, Alter. Siehst du, andere Farbe, boom, sind sie wieder dabei. Aber es bringt ja nichts, Alter, wenn das da... Den brauchen wir wieder nicht zu messen. Ach Gott. So, Jungs, jetzt hat. Ich habe auf den Chatterbait, gell? Noch nie gute Erfahrungen gemacht, deswegen habe ich mich getrickt, aber ich probiere es. Das ist meine letzte Option, die ich habe. Und ich muss mehr Drillinge montieren, muss anfangen zu reisen. Da gibt es Farben, die gefallen und Farben, die gefallen nicht, so wie es aussieht. He? So. Ich probiere es nochmal, jetzt ob wir es hochkriegen, vielleicht noch irgendwo mit dem. Ein kleiner Chatterbait. Und wenn nicht, Alter, dann haben wir es nicht verdient. Dann haben wir echt nur Pech heute.
Aber es ist halt so dann. Das akzeptieren wir auch, ne? So, da sind sie. Auf der Shadow. Was ist? Auf der Shadow, ja. Oh nein, bitte steig aus. Bitte steig aus. Bitte steig aus. Nein, er steigt nicht aus, Alter. Leck mich am Arsch. Ja, die letzten Verzweiflungstaten. Ich glaube, es ist ungefähr noch eine Stunde zu angeln. Ich bin jetzt noch mal an einen kleinen Fluss gegangen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl an den Fähren, dass da wirklich was kommt. Da war es auch im Training super schwer, auch die Buhnen und ja, zu Fuß da Strecke zu machen, das dauert natürlich auch immer sehr viel Zeit und darum jetzt noch mal so ein kleinerer Fluss hier. Hier kann am Ende alles beißen, von Zander, vom Barsch, von Hecht. Ja, die müssten sich jetzt nur beeilen und bitte sehr groß und sehr zahlreich sein. Nicht nur Malte, auch Paolo probiert einen neuen Spot. Er arbeitet weiter hart daran, die Karte abzugraden. Okay, I want to try a different thing. I want to change the water is totally calm here. So I want to try two things before go. This is the RT Fork Flex with a weedless hook, okay, with 1 gram of tungsten here. This is an OMTD hook. And this presentation is really effective when, where there are weeds and no current, so you can. The bait is so slow, and it's a nice presentation. It's really effective, also for Zander. Let's see. Okay, we have a small one, but I think is the. I think it's around 25 like the other ones. Okay, let's measure it. Let's see, 25, 24. Oh, 26 is another small one, but full card of small perch. Not easy, but this bridge the fish are here, so I will spend a little bit more time here, maybe a few casts, change some bait, and let's see what happens. Ciao! Die letzte Stunde ist bereits angebrochen. Aktuell sind Enrico, Patrick und Paolo in der nächsten Runde. Doch zumindest Markus und Evert machen sich auch noch sehr berechtigte Hoffnungen auf die Full Card und das Weiterkommen. Endspurt! Okay, we take a huge gamble. We're still short of 2 fish. I was in the last spot and I got a feeling, okay, maybe I catch 1 Zander, but then it's still too short because we missed 2 fish. And we still need to have the perch. So we go back to the small sluice where we caught on pre-fishing a lot of perch. We already went there, but the fish was not active, and hopefully they are now. Once we arrive, we have 20 minutes, but if the fish is there and it's active, you can take easy 3, 4, 5 perch in 20 minutes. So it's worth to gamble. And I go all in now for 2 perch, even if it's small ones. I don't think it will bring the victory of the 3rd place, but yeah, at least I have a full card then. So thumbs up and wish me luck, guys. Okay, guys, we are driving to the last spot. That is the first spot where we caught the perch. For the last 20-30 minutes of fishing, hoping that some perch will bite again, maybe something bigger. And we play well, actually. I play well. I think I'm satisfied. I'm just disappointed about the pikes and about the size of the fish. But I caught a good number of fishes, and I'm pretty happy about it. And the weather conditions are really hard, I think, for everybody here in this group today. And so yeah, nothing. I'm pretty good and pretty fine. Let's see what happened in the last 30 minutes of fishing, and then we drive back to know
who pass through the semi-final or not. Let's see. Liebe YPC-Zuschauer, wir sind hier gerade am Lago di Bolsena zum Filmdreh der zweiten Staffel YPC Bass und trotzdem müssen wir euch natürlich über die heißesten Produkte in unserem Online-Shop auf dem Laufenden halten. Der Lure Drop 11 ist jetzt verfügbar und wir haben hier einen Köder drin, einer sehr, sehr beliebten Marke, der noch nicht mal erhältlich ist, regulär, also exklusiv nur im Lure Drop 11. Wir haben hier einen Hardbait in einer Sonderfarbe, also in einer extra Lure Drop Edition. Und auch der Rest der Produkte in dieser Zauberkiste sollte euch auf jeden Fall gefallen. Also, wer Bock hat auf den Lure Drop aus dem November, der guckt unten in die Videobeschreibung, da findet ihr den Link. Ja, liebe Zuschauer, ich beneide euch, weil ihr wisst, wie es steht und ob ich mich grundlos verrückt mache oder zu Recht, es ist ein absoluter Gehirn. Den Rest könnt ihr euch denken. Ja, also ich habe mich jetzt entschlossen, doch noch mal hier hoch und runter zu schleppen. Nur noch eine halbe Stunde. Darauf habe ich den letzten Fisch gefangen und ich habe das Gefühl, dass das Jiggen nicht effektiv ist heute, weil die Fische inaktiv sind und die ganz wenigen, die aktiv sind, muss ich schnell finden. Sprich, Jiggen zu langsam, Wobbler geht schneller, also laufen. Naja, wenn's Fisch bringt. Jungs und Mädels. Jetzt gesehen, Alter. Petrus. Ist nicht bei uns. Keine Ahnung, über wen man hockt. Beim Patrick Marable oder was, während das am Kanal rumsprintet. Ah, was tun so? Jetzt auf mit dem Scheiß, weil später haben wir keine Fullcard und auch keinen gescheiten Zander. Deswegen, Zander, back to the Zander. Aber halt, eins mache ich noch. So habe ich früher immer Barsch gefangen. Ganz kleine Gummifische, Bleikopf. Probiere ich, vielleicht stehen die großen hier unterm Schwarm. Ich weiß es nicht. Das ist das Letzte, was ich noch kann und dann bin ich mit meiner Teil am Ende. Und dann mache ich wieder der Dude in 4 Inch drauf. Ist das aufregend? Ist das aufregend? Ist das nervenzehrend? Mega. So. Mit mir macht Spaß. Mir macht Spaß, wollte ich sagen. Okay, first cast, then we have to see if the perch are around here, and they are, and they are, and they are. Oh, oh, oh. Oof. Not so big, but bigger than the other. $29. He totally swallowed the new size of the RT Fork Flex 3. And let's release it. Go, 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 go. Okay. Okay. Another one. Come on. This is big one. It's better, but still is not super big.
Yes! Same size actually, maybe 30. The small bait seems to work. It means 30. 30, fatty. Come on, call your grandpa, come on, please, please, please. Mwah. Go. Paolo fängt Barsch auf Barsch und macht es der Konkurrenz damit immer schwerer, ihn einzuholen. Markus braucht mittlerweile einen 82er Hecht, einen 63er Zander oder eben den einen heimtückischen Barsch, um den Italiener aus dem Molex-Team einzuholen. Das gibt's nicht, oder? Hä? Gibt's nicht, oder? Ah, ausgestiegen, sehr gut. Es gibt's nicht, es gibt's nicht, es gibt's nicht. Ohne Zigarette machen meine Nerven das nicht mit. In normalen Umständen hätte ich jetzt schon 5 Kippen gefluppt, aber ne. Ja, da ist wieder einer, siehst du, den wieder. Da, du Drecksau. Und wahrscheinlich auch noch so, siehst du das ein Ding, Alter. Ja, heute ist irgendwie ein gebrauchter Tag für mich. Ich glaube, das soll auch nicht mehr sein. Klar, ein paar Minuten sind noch. Wenn die Fische mitspielen würden, wäre da viel möglich, aber das tun sie nicht. Mal schauen, wo es jetzt als nächstes hingeht. Einmal setzen wir uns noch ins Auto und lassen da dann den Tag ausklingen. Ich bin sehr gespannt, ob die anderen gefangen haben. Ich meine, gut, bewirken konnte ich heute eh nichts mehr und kann ich auch nicht mehr, denke ich. Aber ja, vielleicht haben die zumindest gefangen, vielleicht lief es da ein bisschen besser. Ja, heute hat es nicht sollen sein. Ja. This is big. Boom. This is better. Oh yes. Oh yes, man. Okay. 35. Is there, right? Correct. This is a good perch for the kennel. 35. Nice size, really cool. They are super strong, and let's improve maybe. Look, it's a beautiful fish. Paolo ist fast bei 400 Punkten angelangt und Markus plagt sich weiter mit Barschen rum, die nicht das erforderliche Maß aufweisen. Es bleiben nur noch wenige Minuten. So, heute Abend habe ich so ein arg geschwollenes Knie. Aber da das eh der letzte Tag ist, macht das nichts. Jetzt hat! Jetzt hat! Kescher, Alter, scheiß drauf auf Kescher. Kescher ist der liebe Junge. Ich habe noch nicht, aber wenn man hin, Alter, wenn man hin, dann mach ich 48 rückwärts, Alter, Junge. Total Scheiße. Ja! Da ist er! Vollgas! Wow! Kompletter Psycho, der Eule, Alter. Mega geiler Scheiß! Mega geiler Scheiß! So, Alter! So! So! Wegen denen sind wir da, Alter! Genau wegen denen! Bam! Ah, da hängt er! Das ist der Erfolg, den hänge ich mal auf, den Köder brauche ich. Wie ich es gesagt habe, wie ich es gelernt habe, und am Schwarm stehen die dicke Hombre! Wo, der Achter oben. Ich hab gedacht, voll lauter Aufregung. Es tut mir leid, ich bin so nervös, Kinder, ich kann nicht vorstellen. Jahrelang war ich schon nicht so nervös. Full guard! I got him! I got him! Die Erlösung. Alter, mach's Maul zu, dass du größer bist. I got him. I got him.
ist der big. So, 32 cm purer Barsch, mein Freund. Wenn du wiegst, wie lange ich auf dich hier geangelt habe. Ja. Das sind Emotionen. Das sind Emotionen. So. Ach Gott allein. Ich habe echt gedacht, der Typ hier bricht mir das Knick. Ich habe noch nie gesehen, Junge, dass jemand über einen 32er Barsch so freit, Alter. Der war für mich so viel wert wie der 250er. Ja. Full Card, Männers. Full Card. Ich bin immer gespannt, wer von euch Profis noch eine Full Card hat. Die Freude bei Markus kennt keine Grenzen und wer will ihm das verdenken? Der 32er bringt ihn auf Platz 3 zurück, doch noch könnte Paolo zurückschlagen. Wer fängt den letzten großen Fisch der Gruppenphase? Der heimtückische Barsch. Stundenlang habe ich mir nachgeangelt, wochenlang. Ich weiß nicht, wie viele Würfe das ich gemacht habe. Und dann kommt er, genau dann, wann er kommen muss. Mega. Mega. So, und jetzt noch ein Upgrade auf den Zander. Ein bisschen bessere Zander. Wäre schon geil. So, jetzt wieder. Muss ich mich konzentrieren. Stimme habe ich eh schon keine mehr. So, die letzten 5 Minuten sind angebrochen. Ich bin jetzt vom Topwater noch mal weg und habe den Multivibe von heute Morgen noch mal drauf gemacht. Einfach in der Hoffnung, dass hier irgendwie irgendwas steht, ein Hecht, ein Barsch. Mache jetzt die letzten 5 Minuten damit die Würfe zu Ende, immer hier an den Steg, zwischen die Boote, unter den Steg. Lass ihn teilweise absinken, lass ihn nicht absinken. Aber hier ist es auch nicht tief, also von daher brauche ich den eigentlich gar nicht absinken lassen. Einfach in der Hoffnung, dass irgendwo jetzt irgendwas steht. Und ansonsten habe ich alles gegeben für heute und wenn das nicht reicht, dann ist das Pech. Wenn es ein Fisch ist. Aber wehrt sich nicht. Ich glaube eher, dass das ein riesiger Ast ist, aber nein! Hast du gesehen? Fuck. Mir ist der Stift rausgefallen. Ich sehe den Stift. Ja, aber der wehrt sich gar nicht, Stift. Er ist Dreck. Nein, ist ein guter Hecht. Wieso hängt der jetzt? Okay, ich muss mit dem Kescher so landen. Hat keinen Sinn. Fuck it! Entschuldigung. Ich weiß ja nicht, wie ich den da reinkriegen soll. Boah, hängt der knapp. Hängt der knapp. Kein großer. Oh. Was war das denn jetzt? Leck mich am Arsch. Nicht wirklich groß, aber könnte den kleinen Barsch ersetzen. Okay, Freund. Oh, ist sogar eine richtig gute Verbesserung. Der hat 77. Drama. We want drama. What the fuck? Hecht. 77 Zentimeter. Hätte mir irgendjemand gesagt, dass ich am Ende 2 Hechte in der Wertung hätte, hätte ich auch gesagt, hä? Hast du es noch alle? Lecco mio. So, Jungs und Mädels, last cast. Hiermit verabschiede ich mich von der YPC. Mein persönliches Ziel Full Card ist erreicht. Leider ist sie ziemlich schwach, die Full Card im Vergleich zu den Profis. War geil. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann einmal am Wasser. Und bis dahin wünsche ich euch viel Petri Heil. Ciao.
Yeah! Finished! Second day of the YPC 2022. Group D. Finished. Good day actually. The morning was really boring. Just one pike. Really difficult. But at least one pike that improved my first pike of 2 days before. And the afternoon was pretty good, and we catch a good amount of perch. Not so big, the biggest is 35, then at 30, 29, 29, so we had good time actually. Not so big fish, but many fishes, good action. So I hope you enjoy this this part of the second day, and cross finger, and let's hope we reach the final, semi-final. Unfortunately, the gamble didn't pay off. It was too good to be true. Well guys, sorry to let you down again, but I really did my best, fought until the last second. Let's say it's not my competition. I won't blame the fish, because other teams catch fish, so never blame the fish. I definitely don't want to blame the lures, because I think, in my opinion, those are the best lures on the market. Strike Pro, Mirror's Mouse. Normally you catch a huge amount of fish on them. I don't know. Picking the wrong spots, I guess. I can only blame myself. Well guys, thanks for watching. I hope you learned something from me, and hopefully see you next year. Take care, and may the best angler win. Ja, was bleibt dies Jahr zu sagen? Nicht viel. Es war keine besonders gute Leistung, auch wenn am ersten Tag viel Pech dabei war mit den Hechten. Sitzen die alle, habe ich mehr als genug davon, und das wird mir für heute eine ganz andere Ausgangsposition geben. Ja, schade, dass ich es nicht so knapp machen konnte wie die letzten Jahre, oder halt zumindest irgendwie ansatzweise eine Karte voll zu kriegen. Aber das ist Angeln, ich glaube, das kennt ihr alle, und es gibt einfach solche und solche Tage, und heute war einfach mal richtig für den Arsch, und in diesem Sinne bleibt mir nichts als zu sagen, hoffentlich bis zum nächsten Jahr. In diesem Sinne, Tidal 1 und Petri Heil. Krasser Tag wieder. Nicht so die Menge, aber ein 40er Barsch, 47er Barsch. Jetzt ein 77er Hecht mit diesem Drama mit dem Kescher. Aber auch Glück in den letzten 25 Minuten nochmal die Taktik umgestellt zu haben auf Schleppen, weil das einfach gefühlt das Einzige war, was gerade noch Fische brachte, und es hat sich gelohnt. Ob ich jetzt weiterkomme, weiß ich nicht. Ich muss zugeben, ich habe schon ein recht gutes Gefühl, weil es für dieses Jahr, was ich so mitbekommen habe, ein ziemlich hohes Ergebnis. Hat aber nichts zu sagen, Mama. Ich weiß ja nicht, wie die anderen 5 Jungs noch heute abgegangen sind. Und vielleicht hatten die genauso wie letztes Jahr am letzten Gruppentag auch noch eine Sternstunde und sind total eskaliert, was ich denen natürlich wünsche. Aber nicht so krass eskalieren, dass ich rausfliege, klar. Aber nichtsdestotrotz, wir werden es gleich sehen. Gleich ist die Urteilsverkündung. Und bis dahin, ja Leute, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn es das Wasser geht, wünsche ich euch immer allzeit Headlines. Haut's raus. Ein harter Tag, 2 Fische, wirklich viel geworfen, viel nachgedacht, rumprobiert, und am Ende sind 2 wirklich wahnsinnig schöne Fische rausgekommen. Ich bin sehr, sehr froh darüber. Nachher ist die Bekanntgabe der Ergebnisse. Ich hoffe natürlich, dass es gereicht hat, und ich hoffe, dass wir uns in den nächsten Folgen dann auch wiedersehen. Für jetzt bin ich raus und sage euch Petri Heil, wenn ihr ans Wasser kommt. Vielen Dank fürs Zusehen. Abo dalassen, mal fleißig posten in den Kommentaren, was ihr so von den letzten Folgen, aber auch natürlich von dieser Folge gehalten habt. Immer reichlich Feedback. Ich bin raus. Ciao. Dear participants of Group D, thanks for your effort, thanks for your explanations, your emotions, thanks for entertaining our viewers in Group D. I will start with the winner of this group. Big pikes, big zenders, and 1 big perch, almost 515 points. Congratulations to Enrico Di Ventura, well fished.
So for everyone who has a déjà vu, Enrico finished first in Group D last year, and the second place has the same name as last year as well. Congratulations, Patrick Marable. Impressive result as well. Thank you. Good fish, man. So that leaves one ticket left for the second round. And it was a close race between one guy from Italy and another guy who lives in Italy. Both have a full card, but Marcus has the bigger fish and goes to the next round. Congratulations, Marcus. No problem. Scusa. Das war die Gruppenphase. 12 Angler mussten sich verabschieden, 12 Angler sind noch dabei. In Gruppe 1 der Zwischenrunde fischen Dustin Schöne, Henrik Haag, Landry Rosens, Luis Mendes, Sami Mohib und Frédéric Julien um 2 Plätze in der Finalrunde. 2 weitere Tickets machen in Gruppe 2 Ton von Hamm, Jonas Töllner, Daniel Andriani, Enrico Di Ventura, Patrick Marable und Markus Eule unter sich aus. Die Zwischenrunde wird komplett im Donnerstag-Sonntag-Rhythmus ausgestrahlt. Es geht also schon am kommenden Donnerstag weiter und in 2 Wochen wissen wir dann bereits, welche 4 Angler in der Finalrunde an einem unbekannten Ort um den Pokal fischen werden. Wir freuen uns über Likes, Kommentare, neue Abos und Supportkäufe. Bis Donnerstag. Ciao.